Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu Fate War, schon wieder im Jahre 2025. Aber wir gehen heute mal die Artefakte und die Runen durch, weil dort gibt es nämlich was Besonderes zu beachten, weil einige Runen sind für spezielle Truppentypen, aber auch für spezielle Helden gedacht. Und ja, bei den Artefakten, der Ausrüstung, die ihr hochleveln könnt, gibt es auch so einiges zu beachten. Die Ressourcen für die Artefakte und für die Runen erhaltet ihr aus verschiedenen Events. Und wir gehen erstmal kurz hier unten auf das Symbol mit der Axt drauf. So, zack. Da sehen wir dann die Artefakte. Und natürlich beinhalten diese Artefakte, sage ich mal, das ist so eine Art Ausrüstung. Ne? Ihr habt ein Schwert, ein Schild, ihr habt Schuhe, ihr habt Hosen, was weiß ich nicht alles. Ne? Und ihr fangt immer an, die Materialien dafür zu sammeln. Das sind einmal dieses exquisites Leder. Ne? Und natürlich benötigt ihr gehärteten Stahl. Wie gesagt, das bekommt ihr aus Events. Ist eigentlich ziemlich einfach, wie man das bekommt, aber irgendwie auch nicht. Ne? Und konzentriert euch erstmal nur auf eine Sache. Haut nicht die Materialien für alles zusammen auf einmal aus. Konzentriert euch auf einen Teil. Ich meinerseits konzentriere mich auf das Eisenschwert. Mein Eisenschwert ist schon in der Farbe grün, in der Stufe 1. Und das Eisenschwert gibt mir zum Beispiel Trainingsgeschwindigkeit plus 5%. Und normaler Angriffsschaden, der an Geschmiedete verursacht wird, sind plus 4%. Axtwerferangriff sind 2,5%. Nun konzentriere ich mich aber auf die Berserker, ja, also auf Nahkampf. Also spielt der Axtwerferangriff für mich erstmal keine Rolle, es sei denn, ich möchte eine gemischte Truppe haben mit Berserker und Axtwerfer, weil die Infanterie steht vorne, die Axtwerfer stehen hinten und die können schön Schaden austeilen, ne? Also die Axtwerfer, und die Infanterie steht vorne und ja, nimmt den Schaden. Könnt ihr mischen, ihr könnt es halten, wie ihr es möchtet. Wenn ihr auf Kavallerie geht, achtet darauf, dass die Runen und die Artefakte für die Kavallerie ist oder halt für allgemein die Truppentypen. Nicht immer speziell eine Rune reinklatschen, die für zum Beispiel Berserker ist. Die nützt euch nichts, wenn ihr auf Kavallerie geht. Also wir können jedes Teil einmal aufwerten. Wir können... Ach, ich zeige euch das einfach mal. Ja? Ich nehme jetzt mal das Schild. Das Schild gibt mir Baugeschwindigkeit, Angriffsschaden und Berserkerangriff. Das ist für mich natürlich gut. Obwohl ich nur auf die Waffe gehen wollte, nehmen wir jetzt mal das Schild. Wir stufen das hoch, und zwar von grau auf grün. So, die Materialien habe ich. So, die Macht steigert sich, die Prozentpunkte steigern sich minimal, aber ihr wisst, wie in jedem Spiel, jeder Prozentpunkt zählt. Und so geht ihr immer weiter vor. Ne? Guckt natürlich, guck mal hier, ne, die Schuhe hier, die Jesus-Latschen, wollte ich gerade sagen, die haben zum Beispiel Kavallerieangriff. Ist nicht so gut, weil auf Kavallerie gehen, glaube ich, nicht viele Spieler. Aber was natürlich hier gut ist, ist die Ausdauerwiederherstellung. Ihr braucht Ressourcen, das heißt, ihr müsst PvE-Gegner machen. Ihr könnt ja, PvE-Gegner machen, indem ihr Ausdauer verbraucht. Ausdauer ist ein bisschen rar hier in diesem Spiel. Also ist die Ausdauerwiederherstellung ein wichtiges Element zum Anfang. Also wie gesagt, achtet ein bisschen darauf, liest euch das durch, passt euch das Setup so an, wie ihr es haben möchtet. Dann gehen wir mal zu den Runen. Die Runen erhaltet ihr natürlich auch aus Events und aus Runenkisten. Übrigens, wir können ja mal gucken. Wartet mal, ich kann mal in mein Inventar gehen. So, ich glaube, ich müsste ein paar Runenkisten haben. So, wir gucken mal. Zack, 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 da. Okay, 11 Runenkisten. Ja, kommt nichts Dickes raus, denke ich mal. Nein, nur die Stufe Grau. So, und wie gesagt, jetzt sind wir bei den Runen. Und bei den Runen ist das, was ich zum Anfang gesagt habe. Ich habe jetzt den Held voll. Ne, den habe ich aufgelevelt. Und für voll gibt es eine Rune, die seinen Angriff verstärkt. Wir gehen mal kurz auf das Schwert drauf. Und hier sehen wir dieses goldene Abzeichen, erhöht Volls Angriff um 13% für 6 Sekunden, wenn Voll eine Einheit mit einem Burst besiegt. Ne? Abklingzeit 30 Sekunden. Und darüber die lilane, erhöhe Verteidigung aller Soldatentypen um 4,5%. Diese lilane Rune, die ist perfekt. Ja? Das heißt, wenn ihr verschiedene Truppenarten spielt, solltet ihr solche Typen der Runen implementieren, also einbauen. Ne? Wir können ja mal kurz was gucken, und zwar ist das, genau hier. Diese Rune erhöhe Lebenspunkte von Kavallerietyp-Soldaten um 5,5%. Wenn du aber keine Kavallerie hast oder du willst dich nicht darauf konzentrieren, dann brauchst du auch nicht diese Rune da einbauen. Ja? Weil wenn du keine Kavallerie spielst, brauchst du auch deine Kavallerie-Buffs nicht erhöhen. Ja? Von daher spielt mit den Runen ein bisschen rum. Ihr könnt die Runen auch auto kombinieren, wenn ihr 5 Runen der gleichen Farbe habt. Und wie gesagt, wenn ihr Runenkisten öffnet, müsst ihr ein bisschen Glück haben, dass ihr auch was oder eine höherwertige Rune erhaltet. Okay, gut. Wie funktioniert das Ganze? Wir gehen mal hier auf das Schwert, tippen auf eine Rune rauf, und die Rune gibt: erhöhe den Axtwerfer-Typ-Soldat verursachten Schaden um 0,5%. Okay, ich habe zum Anfang gesagt, ich will die Berserker und eventuell die Axtwerfer hochpushen, ja, diese Kombination. Also wird die Rune schon vom Vorteil sein. Ne? Sind zwar nur 0,5%, aber hey,
wir steigern unsere Macht und wir erhöhen den Buff des Truppentyps die Axtwerfer. Ja, okay, gut. Und so geht ihr vor. Wenn ihr euch vertan habt, kein Problem, ihr könnt eine Rune auch wechseln. Ihr geht einfach auf Extrahieren, zack, ist sie weg. Dann geht ihr wieder auf die Rune rauf, geht auf Einbetten und schon ist die Einbettung vollbracht und ihr habt den Buff und der ist auch gleich und sofort aktiv. Ne? Okay, also wie gesagt, das Runen- und das Artefaktesystem ist ziemlich simpel. Ne? Sammelt Ressourcen, konzentriert euch auf einen Ausrüstungsteil oder guckt am besten, was ihr benötigt. Braucht ihr Ausdauerwiederherstellung, braucht ihr Lebenspunkte, Angriff, braucht ihr mehr Buffs für die Berserker, für die Axtwerfer, für die Biestreiter, für die Kavallerie. Da müsst ihr so ein bisschen grübeln und nachdenken. Und die Runen, da genau dasselbe. Ne? Wie gesagt, ich kann euch ja kurz mal meine Helden zeigen. Ich gehe auf voll und er ist auf Level 41. Ja, das ist richtig, weil ich die anderen Nachzügler ja hochgelevelt habe. Ne? Also die habe ich jetzt aktuell. Warum mache ich das? Ja, um Inhalte für Videos zu haben, um euch das zu zeigen. Deswegen könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für ein Video ihr gerne sehen möchtet. Ist es der Talentbaum? Ist es das Auflevel der Helden? Welche Helden sind am besten? Mit welchem Truppentyp harmonieren die Helden? Und was für spezielle Abilities oder Fähigkeiten hat ein Held überhaupt? Ja? Was ist nützlich? Nicht, dass du näher einen S-Typ hochlevelst und denkst, der ist gut im Kampf, dabei ist er nur gut zum Ressourcensammeln. Darauf muss man natürlich auch achten. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr die Truppentypen spezialisiert, zum Beispiel nur auf Axtwerfer, ihr geht nur auf Axtwerfer, dann braucht ihr keine Helden, die auf Berserker gehen. Ne? Oder auf Biestreiter. Es sei denn, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, ihr wollt ein bisschen mischen. Okay, gut. Was kann ich euch noch sagen? Ja, wenn die Ressourcen knapp werden, dann holt euch Ressourcen hier. In diesem Event ist ganz gut. Ich kann das aktuell 4-mal am Tag. Ansonsten gibt es andere Events. Geht eure Karte durch, deckt hier den Nebel auf. Ihr findet auch ein paar Schatzkisten und natürlich auch ein paar Dorfbewohner, die euch helfen. Und ja, so geht das Spiel. Ja, zu mir kann ich sagen, ich bin auf dem Server 14, war vorhin ein Clan drinne, das Spiel musste ich erstmal testen, bin aus dem Clan rausgeflogen, weil ich inaktiv war, kein Thema. Ich bin jetzt in einem Clan, der nicht so aktiv ist. Ich kann mich hier in diesem Clan nicht, hochpushen. Ja? Es werden keine Rallyes gemacht und von daher, wenn ihr auf dem Server 14 seid, ihr habt einen Clan da drauf, seid ihr gerne dazu eingeladen, mich einzuladen. Ja? Okay, wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten war das erstmal ein kurzes, knappes und knackiges Infovideo. Wenn ihr einen Videowunsch habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dann, euer Sultai. Tschüss.